Hallo Holzfreunde, es ist mal wieder soweit, es ist Geschenkezeit. Mit ein wenig Restholz und ein wenig Geschick bauen wir heute ein schönes Mitbringsel. Für den Weinflaschenhalter, den ich vorhabe zu bauen, nehme ich hier dieses Stück Restholz, Esche. Das hobel ich mir jetzt erstmal auf Stärke. Ihr könnt auch ein fertig gehobeltes Brett nehmen oder auch ein rohes Brett, das ist ganz nach Geschmack. Und spielt in der weiteren Verarbeitung überhaupt keine Rolle. Auch ein rohes, ungeschliffenes oder ungehobeltes Brett kann sehr gut aussehen. Mein Brett wird 90 mm breit und 25 mm hoch. Nun säge ich mein Brett mit meiner Kappsäge. Ihr könnt natürlich auch eine Tischkreissäge benutzen oder auch selbst eine Handsäge würde gehen. An meiner Kappsäge stelle ich jetzt einen Winkel von 40 Grad ein. Beide Enden kappe ich jetzt mit der Kappsäge auf diese 40 Grad. Nun messe ich mir eine Gesamtlänge von ca. 300 mm aus und mit dem gleichen Kappschnitt in gleicher Richtung wird der Halter auf Länge gebracht. Mein Restholzstück, was ich hier habe, ist lang genug. Ich mache mir gleich 2 Stück. So sieht der Halter jetzt aus. An beiden Enden eine 40 Grad Schräge in gleiche Richtung. Nun lege ich die Position der Bohrung fest. Vom unteren Rand wird jetzt eine Länge abgemessen von 185 mm. Die Bohrung für den Flaschenhals bohre ich mit einem 35 mm Forstner-Bohrer. Der geht hier, wie ihr seht, rein wie Butter. Wenn ihr wissen möchtet, welche ich benutze, dann geht auf meine Webseite unter meine Werkzeuge. Dort könnt ihr dann schauen, welche Werkzeuge ich für meine Projekte nutze. Die Bohrung könnt ihr natürlich auch mit einem Akkuschrauber machen. Sieht aus wie die Vorderseite von einem Vogelhaus. Um die Kanten jetzt ein wenig abzurunden, nehme ich jetzt meine Kantenfräse und ein 6er Radienfräser mit Anlaufring.
Jetzt noch ein wenig schleifen. Nun kommt die Oberflächenversiegelung. Damit die Maserung schön rauskommt und das Holz nachher schön riecht, nehme ich ja ganz normales Leinöl. So, und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Der Flaschenhalter mit der Flasche. Ihr nehmt einfach eine Weinflasche vom Händler eures Vertrauens und steckt diese dann mit dem Hals in das Loch. Steht absolut stabil und ist der absolute Hingucker. Und wenn ihr dann noch einen guten Wein ausgewählt habt, macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Mit einem Laser oder mit einer Oberfräse könnt ihr den Halter noch mit einem schönen Schriftzug versehen. Damit könnt ihr ihn dann personalisieren und zu einem persönlichen Geschenk machen. So, das war's mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm auf jeden Fall ein Like. Und noch besser, ihr baut den Halter gleich nach und abonniert den Kanal.